Trouble breathing. Wir haben ein bisschen Probleme zu atmen, weil wir sind auf welcher Seehöhe? 2800 Meter. Wir sind in der Hauptstadt Sucre, die Hauptstadt von Bolivien. Paul, wie würdest du die Hauptstadt von Bolivien bezeichnen? Breathtaking. Breathtaking. Nice. Also, was wissen wir über Sucre? Es hat ungefähr 250.000 Einwohner. Es ist ein krasser Gegensatz zum Rest des Landes. Wir sind jetzt gerade durch die Anden gefahren, tagelang, haben die letzten Wochen wirklich ein ganz anderes Bolivien erlebt. Aber was wir hier sehen, ist ganz speziell, also wunderschön. Die Architektur sieht wunderschön aus, es ist alles sehr gut erhalten. It looks a little bit like a Swiss village or something. Ja, es schaut ein bisschen aus wie in der Schweiz. Es gibt sehr viele Niederländer hier. Wir sind erst seit einem Tag hier und wir waren schon in 2 niederländischen Restaurants, ohne dass wir danach gesucht hätten, aber sie haben ganz gutes Essen gehabt. Ja. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um. Wir sind gerade an diesem wunderschönen Platz im Zentrum der Stadt. Ja, mit dem Parken hier in Sucre ist es so eine Sache. Es gibt fast gar keine Hotels oder Airbnbs, die Parkplätze haben. Wir haben zum Glück hier eine Posada gefunden, die uns erlaubt hat, unser Auto in den Innenhof zu stellen. Jetzt gibt es hier nicht mehr so viel Platz, aber wir sind sehr dankbar, dass es funktioniert hat. So, der Verkehr in Sucre, was hältst du davon? Not so bad. Not so bad. Ja, es sind total enge Straßen. Auf der Seite wird immer geparkt, man kommt kaum durch. Haben jetzt auch ein bisschen länger gebraucht, dass wir vom Hotel aus dieser Einfahrt rauskommen. Also wenn man Auto hat, ist diese Stadt eher ein bisschen schwer zum Befahren. Fun Fact: Die Einwohner von Sucre haben uns erzählt, dass die Gebäude des Stadtzentrums einmal jährlich weiß gestrichen werden. Das Stadtbild sieht wirklich sehr sauber aus. So bergauf gehen ist ziemlich anstrengend, weil dann richtig die Luft wegbleibt. Yeah. Ich habe leider 2 Paar Leggings an, weil es nachts richtig kalt wird und wir nicht immer nach Hause gehen zum Umziehen, deswegen schwitze ich jetzt schon ziemlich. Wir haben gehört, es gibt hier einige Rooftop Terraces. Also werden wir mal sehen, ob wir hier von oben einen guten Ausblick haben. Leider ist das Restaurant mit dem Mirador geschlossen und wir können die Sicht nur von innen sehen. Wir entschließen uns, in unser Lieblingscafé zu gehen. Die Kellnerin hat mir gerade dieses lokale Bier empfohlen. Normalerweise trinke ich kein Bier, ich habe ein anderes Getränk. Aber heute gibt es zum ersten Mal in, ich glaube, 10 Jahren oder so ein Bier. Ich habe es noch nicht probiert. Voll gut. Wie Weißbier. Ja, die Menschen hier sind wieder sehr modern gekleidet. Krasser Unterschied zu den letzten Tagen in den Anden. Ja, der Schultrubel. Hier in Sucre gibt es sehr viele Auswanderer oder Immigranten. Besonders viele Niederländer haben wir gesehen, auch Franzosen und auch Deutsche. Und jetzt in dieser Straße sehe ich, dass es auch eine deutsche Schule gibt.
Als ehemalige Lehrerin interessiere ich mich für Bildung und den ausländischen Schulalltag. Erfahre mehr über die deutsche Schule in Sucre auf meinem alternativen Kanal Learn All Over. Same color. Yeah, same color. So, wir sind jetzt ein bisschen außer Atem, wir haben ein bisschen warten müssen, dass wir wieder atmen und reden können. Unsere 3 Tage in Sucre sind jetzt vorbei. Wie gesagt, wir waren auf 2800 Meter. Wir haben es durchwegs sehr gespürt, besonders wenn man bergauf gehen muss, dass uns die Luft wegbleibt. Und der nächste Ort heute, Potosí, ist auf wie viel Meter? 4,000 meters. Auf 4000 Meter. Das heißt, es geht nochmal um einiges rauf. Und man hat uns empfohlen, was man nehmen kann für Altitude Sickness, diese Coca Leaves. Wir trinken die manchmal im Tee, was sehr gut ist, eigentlich den ganzen Tag. Und wenn es mal schnell gehen muss, kauen wir die auch. Das heißt, du hast gewinn Kaugummi drinnen, gell? Okay, dann mach's nur ich. Schmeckt nicht noch viel. Aber man sieht, die Leute hier haben auch voll die dicke Backe, weil sie ganz viel von diesen Coca Leaves den ganzen Tag lang drinnen haben. Schaut total lustig aus. Yeah. Okay, dann geht's los. That's right. Let's do it. Ja, wir werden Sucre vermissen, besonders weil uns die extreme Seehöhe von Potosí ziemlich zu schaffen machen wird. Zum ersten Mal auf 4000 Meter. Mir I verschlagen feel great. die Ohren schon die ganze Zeit. Erfahre mehr über unsere Zeit in Potosí und wie wir mit der neuen Höhe zu kämpfen haben in meinem nächsten Video. Wir sehen uns dann. So, wir brauchen Schwung.